Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von yachtcamper.de. Der Stefan wieder am Start für euch und heute ein richtig cooler Purcell Summit 600. Also ich glaube, man kann schon sehen, was hier dran besonders ist. Wirklich top gepflegt, geile Räder, 5. Sitzplatz, Rahmenfenster, allein die Räder, Delta-Räder, 5.500 Euro. Also ich glaube, sau cool. Ich blende euch hier an der Seite wieder ein, die volle Ausstattungsliste, und das arbeiten wir uns jetzt. Einmal außen rum, in der Mitte durch und los geht's. So, jetzt könnt ihr sehen, ein Purcell Summit von 21 mit ungefähr 36.000 Kilometern. Geile Delta-Räder, gutes Profil, Verbreiterung, schöne Rahmenfenster. Also, das ist wirklich ein cooler Kastenwagen. Hat noch den alten Motor mit 165 PS, nicht wie die neuen mit nur 140 als kleinen Motor. Wir haben Solar auf dem Dach, Anhängerkupplung, Rückfahrkamera. Also können ihr hier schon mal hinten aufmachen. TÜV, Gasprüfung, Inspektion, alles neu. Ja, da seht ihr schon, das ist die Lehne von dem 5. Sitz. Die liegt jetzt hier nur zum Zeigen drin. Einen schön gepflegten Wagen, schönes Holz, sauber, ordentlich, keine Beschienung zu erkennen. Hier haben wir sogar die Möglichkeit für 2 11 Kilo Gasflaschen, hier oben schwer zu sehen mit Truma Duo Control. Also ihr könnt während der Fahrt Kühlschrank, Heizung, alles benutzen. Natürlich haben wir an allen Fenstern Insektenrollos und Verdunklung. Funktioniert auch überall. Keine Beschädigung zu erkennen. Also wirklich ein schicker Wagen. Schöne Dometic-Markise. Naja, und hier die Felgen. Das ist natürlich ein Highlight, was einfach richtig cool rüberkommt. Dann haben wir hier noch ein Highlight an der Schiebetür. Und zwar haben wir auch hier die automatische Zuziehhilfe. Ja. Also da habt ihr keinen Stress mit lauten Türen auf dem Campingplatz. Das ist wirklich richtig smooth. Wir haben natürlich jetzt hier auch Insektenschutz komplett zuzumachen. Nochmal frontal von vorne. Ich denke, das sieht doch wirklich cool aus. Schaut euch noch mal in Ruhe hier die Räder an und die Optik. Das ist doch wirklich ein richtig schöner Wagen, mit einer richtig schönen Optik. Hier hinten steht er jetzt ein bisschen hoch. Man kann das Luftfahrwerk natürlich auch absenken und je nach Beladung den Druck einstellen. Also das kann man eben auch gerade stellen, wie man will. Tja, jetzt sagt doch schon mal, wie gefällt euch der Wagen bis hierhin? Ich meine, mit den Delta-Rädern für 5.500 Euro ist natürlich wirklich eine saukoole Optik. Aber jetzt gehen wir rein und auch drinnen, 5. Sitzplatz, Dometic-Kühlschrank, los geht's. So, hier haben wir erstmal auch eine schöne große Trittstufe. Die kann man natürlich auch elektrisch ein- und ausfahren. Wir haben hier den wirklich begehrten Dometic-Kühlschrank, den man von beiden Seiten öffnen und schließen kann. Hier unten haben wir dann so eine Art 0-Grad-Fach, damit das Obst länger hält. Hier oben noch ein Eisfach. Also ich denke, für den Urlaub sau cool. Man kommt von außen ran und auch ganz einfach von innen. Also das ist ein echtes Highlight. So, Schuhe aus. Und jetzt haben wir hier die wirklich Sitze, Innenausstattung. Also keine Mängel zu erkennen. Sieht alles aus wie neu. Hier vorne haben wir Klimaanlage,
Kenwood Radio. Hier haben wir die Einstellung fürs Luftfahrwerk. Und hier hinten, sieht man das? Ja. Auch Tempomat, elektrische Fensterheber. Also ich denke, da bleiben keine Wünsche offen. 12 Volt Dosen, großes Handschuhfach. Dann haben wir hier an der Seite die komplette Verdunklung. Das haben wir vorne und an der Seite. Kann man komplett zumachen. Das ist wirklich auch immer wichtig. Hier vorne haben wir noch den Tisch, den man auch ausdrehen kann. Also da haben wir mit Sicherheit auch genug Tischfläche. Dreht man einfach ein, zack, rastet ein, fertig. Hier haben wir den Platz für 2 Kinder oder 2 mitfahrende Personen. Und genau hier an der Stelle, da kommt der 5. Sitz. Da nimmt man hier das hoch, dann kann man die Sitzfläche ausklappen und die Lehne, die hinten drin liegt, einstecken. Da blende ich euch jetzt ein Foto zu ein. Dann haben wir hier oben natürlich ein großes Dachfenster. Über dem Kopf nochmal schön großen Stauraum. Direkt daneben einen großen Schrank. Hier hinten sind nochmal Steckdosen, 12 Volt und 230 Volt, wenn der Wagen am Strom hängt. Den Tisch kann man auch aushängen komplett und hier unten einsetzen. Also man hätte hier sogar nochmal eine weitere Liegefläche in dem Bereich. Für sagen wir mal 2 Kinder auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein schönes großes Fenster, Insektenschutz, Verdunklung. Also so wie man es kennt, alles vorhanden an jedem Fenster. Hier haben wir nochmal den Kühlschrank, wenn man von innen nochmal sieht. Kommt man eben richtig cool von innen ran. Dann haben wir hier eine Erweiterung der Küche. Kann man hochklappen. Und dann hat man noch mehr Arbeitsfläche. Hier kommen wir dann schon in die Küche. Haben wir einen 2 Flammenkocher. Ja, ihr seht schon, das sieht hier wirklich alles gut aus. Dafür, dass der Wagen von 21 ist und irgendwie so ca. 36.000 Kilometer runter hat. Das sieht man dem Wagen wirklich nicht an. Schränke, schön groß, noch ein bisschen was drin. Aber da kommen wir gleich zu. Wir haben hier vorne erstmal noch, können wir uns noch mal ein bisschen in der Perspektive von hinten die Sitzgruppe anschauen. Das Fach, das wirklich helle große Fenster. Dann hier die Bedienelemente für Duma Control, Dometic-Steuerung, Heizung und dann eben Wasser- und Stromfüllstände. Ja. Wenn wir uns denn jetzt hier einmal drehen, dann waren wir hier gerade schon beim Waschbecken. Hier haben wir wirklich eine Menge Schubladen, Besteckschubladen, auch mit Softclose, Pushlocks. Hier auch. Selbst hier unten ist noch so ein kleines Fach bestmöglich genutzt. Dann haben wir direkt hier hinter noch ein großes Fach. Also da passt wirklich auch alles rein, was man so hat. Hier links in der Küche, natürlich auch cool, haben wir nochmal eine 12 Volt Steckdose und eine 230 Volt Steckdose. Also ich denke, man sieht schon, Stauraum, Schränke ohne Ende. Da gehe ich einmal direkt hier bis hinten durch, rechts rum, dass man schon mal einen Eindruck bekommt. Zum Bettbereich kommen wir gleich. Erstmal schauen wir uns hier noch das wirklich schöne, saubere, ja, ich würde fast sagen, wie auch Neuzustand, Schwenkbad an. Hier haben wir den Toilettenbereich mit Waschbecken.
Hier oben sind noch Haken. Hier haben wir noch einen kleinen Schrank. Hier oben einen großen Spiegel. Eine wirklich leichtgängige Tür, wenn man die hier oben enthakt. Hier oben ist ein Verschluss. Läuft die auch richtig sauber. Also für die Fahrt macht man hier oben den Knopf wieder dran und fertig. Ja, und wenn wir jetzt hier nicht auf Toilette wollen oder Hände waschen, dann haben wir hier den Griff. Ziehen ein bisschen dran, dass der Magnet unten sich löst. Schwenken das hier rüber und schon haben wir dann wirklich geräumiges Duschbad. Also das ist wirklich cool. Also Doppelnutzen mit Schwenkbad und Dachfenster ist natürlich immer ein Highlight, wenn man eine Menge Platz spart und ja trotzdem wie so eine Einzeldusche hat. Hier oben kann man natürlich auch komplett verdunkeln. Insektenschutz, alles dabei. Wenn man das Trennbrett hier unten, das kann man rausnehmen, dann hat man eine komplette Durchlade von ganz hinten bis nach vorne. Also da kann man auch ein Surfboard reinschieben oder ein SUP. Kommen wir ja auch schon zu dem Schlafbereich. Da haben wir hier auch im Schulterbereich auch ein Lattenrost, damit der Schlafkomfort gewährleistet ist. Auch eine wirklich gute, dicke Matratze. Wir haben hier Breite und Länge, blende ich euch jetzt gleich nochmal hier unten ein. Dann haben wir es Zentimeter genau, laut Hersteller. Großes Panoramafenster noch hier am Rand. Also ich glaube, Licht haben wir ja auch mehr als genug. Dann hatten wir eben oben schon die ganzen Schränke. Also schaut euch an, wie groß die sind. Ich glaube, da kriegt man am Ende wirklich alles unter. Hier haben wir noch einen Lichtschalter. Wenn man im Bett ist, kann man das alles ausmachen. Vorhänge. Also ich denke, hier bleiben keine Wünsche offen. Hier sind natürlich gerade über 30 Grad draußen. Deswegen sieht es mir nach, dass ich hier nicht topfit aussehe und ein bisschen schwitze wahrscheinlich. Aber das tut nichts zur Sache. Ich sag mal so, wer so einen Wagen sucht und mit so einer geilen Optik, und ich finde die Ausstattung hier, die kann sich auch durchaus sehen lassen. Die Farben sind echt angenehm. Pastell, matt, in einem Top-Zustand, mit einer großen Erweiterung. 5. Sitzplatz hier vorne. Große Küchenerweiterung. Dann eben der Dometic-Kühlschrank. Das ist alles so Sachen, die wirklich, wenn man es denn benutzt, am Anfang denkt man, braucht man nicht, aber wenn man es hat, dann weiß man es schnell zu schätzen, beziehungsweise wenn man es nicht hat, dann ärgert man sich, wenn man zum Beispiel, wenn der von innen aufgeht und man will von draußen ran, dass man immer reinkrabbeln muss, muss man hier nicht. Coole Highlights. Also meldet euch bei mir, wenn ihr so einen Wagen sucht. Ich bin der Stefan von yachtcamper.de. Meine Kontaktdaten sind wie immer hier unten. Wenn ihr ein Boot oder ein Wohnmobil im Raum Berlin-Brandenburg verkaufen wollt, helfe ich euch gerne ebenso dabei. Also alles Gute und bye bye.